Hi, die 72 dB vom Werkstattsauger sind mir zu viel. Mal 3 Minuten die Werkstatt durchsaugen ist ohne Mickey Maus unerträglich. Mein Wunschwert ist 62 dB, also circa halb so laut. Zeit, eine Schallfalle zu bauen. Keine Ahnung, wie ich das sonst nennen soll. Willkommen bei Toolsinnig. Erstmal die 15 mm USB-Platte in werkstattgerechte Häppchen aufdrehen. Ich werde schrittweise Maßnahmen aufeinander aufbauen und jeden Schritt messen. So kannst du für dich einschätzen, wie viel du machen musst, um deinen Wunschwert zu erreichen. Der Gedanke, den Sauger einfach nur in eine Kiste zu packen, hat mir nicht gefallen. Mein Ziel ist, dass möglichst viel warme Luft abströmen kann und so viel Schall, wie es geht, auf dem Weg geschluckt wird. Aber mit genau so einer Kiste fange ich an. Mal sehen, wie leise ich den Brüllaffen am Ende bekomme. Bei der Kiste spare ich mir Boden und Rückwand. Das ist auch alles schnell zusammengeschraubt und mit einem aufgelegten Deckel kann ich schon mal die erste Testmessung vornehmen. Eine blanke USB-Kiste schluckt also schon mal 2 dB und es ist gefühlt schon um einiges leiser, reicht mir aber noch nicht aus. Meine Schallfalle wird eine Abwandlung eines sogenannten Kulissenschalldämpfers. Auf Höhe des Saugeraulasses kommt ein Loch in die Zwischenwand, durch das die Luft in das Schalldämpferabteil gedrückt wird. Zeit für den nächsten Test, auch wenn ich das erst im letzten Schritt fest zusammenbaue. Ich komme nun nochmal um rund 5 dB runter und damit mehr als ich erhofft habe. Das macht mich zuversichtlich, dass das sehr sportliche Ziel von minus 10 dB und damit die Halbierung der Lautstärke vielleicht doch erreicht werden kann. Schalten werde ich den vorerst über einen Mehrfachstecker mit Schalter. Es kann sein, dass ich künftig noch mehr Steuerungen in der Werkstatt mit Smart Home Komponenten umsetze. Vielleicht schalte ich die Absaugung über Last an einer anderen Steckdose und über eine Fernbedienung für den manuellen Betrieb. Ich habe in meiner Werkstatt noch einiges an Optimierungen vor, die du mit Abo und Glocke nicht verpassen wirst. Im letzten Schritt werden alle Oberflächen innen mit Noppenschaumstoff ausgekleidet, was den größten Effekt haben sollte. Allerdings auch die größten Temperaturprobleme mit sich bringen wird. Die Bauweise ist sehr einfach, mit ein paar 45-Grad-Schnitten und stumpf aufeinander geschraubt. Nur meine Schrauben waren ein Tick zu lang, aber so bekomme ich endlich mal Funken ins Video. Den Schaumstoff habe ich nur getackert. Das hält normalerweise ewig, bleibt aber flexibel genug, wenn ich noch was ändern müsste. Irgendwann fiel mir dann auf, dass ich vielleicht nicht genug Noppenschaumstoff bestellt haben könnte. Hat sich dann auch bestätigt, das ist übrig und das muss noch ausgekleidet werden. Den Deckel habe ich in meiner Flächenberechnung komplett vergessen. Ich bin jetzt aber viel zu neugierig, um zu warten, bis Material nachbestellt ist, also wird mit dem Stand mal gemessen. Satte minus 9 dB und es fehlen noch Dämmung, Dichtungen und der Deckel liegt einfach nur auf. Das ist ein Hammerwert und live vor Ort so viel angenehmer. Rein nach Zahlen ist der Lautstärkepegel mehr als halbiert, fühlt sich aber im Vergleich zu vorher flüsterleise an. Ich bin begeistert. Ganz ehrlich, früher hätte ich das so gelassen und fertig. Aber da ich ja jetzt öffentlich unterwegs bin und eine gewisse Verantwortung der Perfektion gegenüber habe, mache ich das so fertig, wie ich geplant habe und noch eine finale Messung mit Temperatur. Die ganze Playlist zu meiner Absaugung und zu meinen Werkstatt-Upgrades verlinke ich dir am Ende des Videos und in der Videobeschreibung. Ha, ich wusste doch, dass ich noch irgendwo Schaumstoff habe. So, Rest auskleiden, Dichtungen auf Unter- und Rückseite, den Deckel kleide ich einfach komplett aus, damit er satt aufliegt. Mein Endwert liegt bei 59 dB, volle 13 dB weniger. Die Lautstärke wird also um ca. 60% leiser wahrgenommen. Damit habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Wahnsinn. Für den Temperaturtest habe ich den Sauger mal 8 Minuten laufen lassen. Das ist ein ganzes Stück über dem Maximum, die er sonst am Stück läuft. Die Temperatur hat sich um 6,5 Grad von 25 auf 31,5 erhöht. Das ist völlig unproblematisch. Alles in allem ist das für mich eine Mega-Verbesserung und ich kann es uneingeschränkt empfehlen, sich einen Schalldämpfer für den Werkstattsauger zu bauen. Ich überschlage hier noch die Kosten für meine gesamte Anlage. Video 1 Ausbau meines DIY-Zyklonabscheiders und Optimierung ca. 100 € inklusive des neuen Saugers. Zweitens modularer, hocheffizienter Luftfilter für kleine Werkstätten ca. 100 €.
Drittens Automatisierung des Luftreinigers mit Sensor und Smart Home, ca. 50 Euro. Viertens OS-WAC-Adaption für alle Maschinen, da selbst gedruckt, ca. 5 Euro. Fünftens die Schalldämmung um -13 dB für den Werkstattsauger, ca. 30 Euro. Ich hoffe, du kannst dir aus der kleinen Videoserie den einen oder anderen Ansatz rausziehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.